Hallo Leute, ich bin's, Martin von Dannen, und ich möchte euch heute mal 5 Aufbauvarianten für meinen 3x3 Meter Tarp zeigen, die ich unterwegs verwende. Das Tarp, das ich verwende, ist das 3x3 Meter Tarp von Flamescreed, und ich habe heute 5 Aufbauvarianten vorbereitet, die ich euch einfach mal zeigen möchte. Und ich fange vielleicht einfach mal mit der ersten an. Und die steht hier schon. Alles, was ich dazu brauche, sind ein paar Heringe, 2 Abspannseile und 2 Trekkingstücke. Und das ist praktisch meine Standardkonfiguration. Wenn ich viel Platz habe und das Wetter gut ist, dann baue ich das Tarp häufig so auf. Es bietet mir ausreichend Schutz, aber ich habe vorne großen Platz zum Rausgucken und drunter jede Menge Platz, um mich da sehr großzügig auszubreiten. Das Tarp ist 3x3 Meter groß. Dementsprechend sind es hier 9 Quadratmeter. Ich habe mal in WG-Zimmers gewohnt, die waren kleiner. Und hier passe ich wirklich super easy rein. Also ganz locker. Ja, so kann man hier sitzen. Kopfhöhe ist absolut gegeben. Kann rausgucken. Man sieht alles, mehr als 180 Grad. Und wenn es anfängt ein bisschen zu regnen, kann man sich hier einfach ein bisschen nach hinten zurückziehen. Kann hier kochen. Das funktioniert super. Ja, wie funktioniert das? Man steckt einfach 3 Ecken ab. Und die Abspannpunkte hier am Viertel, da kommen die Trekkingstöcke dran. Das ist Variante Nummer 1. Super viel Platz. Das ist jetzt nichts für starken Wind. Aber um mal locker sich irgendwo auf eine Wiese zu stellen, ist es hervorragend geeignet. Die nächste Aufbauvariante, die ich euch zeigen möchte, ist ein bisschen flacher. Und gut geeignet, wenn das Wetter nicht ganz so optimal ist. Man liegt hier unten drin. Die Hälfte des Tarps liegt auf dem Boden. Wenn man ein anderes Groundsheet dabei hat, kann man das auch ein bisschen zur Seite schieben und seinen Groundsheet da hinlegen. Oh, dann hat man so eine Aussicht. Das ist ein niedriger Aufbau, man ist von 3 Seiten geschützt. Das ist eigentlich relativ simpel. Das Tarp wird halbiert. Dann an einer mittleren Linie am Boden festgemacht. Vorne am Tarp nehmen wir die Viertel Abspannpunkte für die Trekkingstöcke und die Ecken kommen auf den Boden. Und wenn man ein bisschen mehr Platz haben möchte, kann man hier hinten noch den Abspannpunkt nehmen und es ein bisschen nach oben ziehen. Würde hier jetzt noch ein Baum stehen, würde ich das noch ein bisschen höher machen. Aber so funktioniert es auch. Das Setup nehme ich ziemlich oft. Das ist schön niedrig. Das schützt gut vor mäßigem Wind. Platz ohne Ende. Vorne kann man kochen. Das geht. Man muss natürlich darauf achten, wenn man das so aufbauen möchte, dass das Tarp, was man hat, auch über diese Abspannpunkte an diesen Stellen verfügt. Es gibt Tarps, die haben ja nur Abspannpunkte an den Ecken und in der Mitte. Aber dieses Tarp von Flamescreed hat alle Abspannpunkte, die man braucht. Und ich nehme das gerne her, weil es einfach super leicht ist. Das wiegt auf meiner Waage nachgewogen 469 Gramm. Wollen wir nicht so sein, sagen wir 470. Hersteller sagt 510, aber das ist mit Packbeutel und Krams. Rein nur das Tarp, 470 Gramm. Tarp habe ich auch unter dem Video verlinkt. Okay, ja, das ist die zweite Variante. Habt ihr auch auf meiner Lettland-Tour gesehen. Habe ich da mal auf irgendeinem Campingplatz so aufgebaut. Jetzt nehme ich mal die dritte. Ja, diese Aufbauvariante ist eine meiner absoluten Lieblingsvarianten, weil sie richtig viel Platz bietet. Gleichzeitig ist man aber auch gut geschützt. Das ist nichts für super starken Wind, aber so einen leichten Wind kann man damit schon aussitzen. Hier unten ist Platz ohne Ende.
Die ist relativ ähnlich zu der vorherigen Variante. Aber anstatt das Tarp durch 2 zu teilen und unten so ein Rechteck als Ground Sheet zu haben, wird das Tarp hier gefiddelt. Und man hat unten ein Dreieck. Und das macht es auch für Einsteiger ein bisschen schwierig aufzubauen, weil hier einiges kontraintuitiv verläuft. Das ist ein 3x3 Meter Tarp, aber das hier ist jetzt so eine Diagonale. Dadurch wird es einfach auch breiter als 3 Meter. Ja, das hier ist der mittlere Abspannpunkt auf dieser Seite vom Tarp. Dann ist es umgeschlagen und drunter gezogen. An dieser Seite hier allerdings ist das nicht der mittlere Abspannpunkt. Der befindet sich dort. Das hier ist eine Ecke. Und so kann man Diagonalen nutzen, um so ein 3x3 Meter Tarp noch mal ein Stückchen in die Länge zu ziehen. Also das Tarp ist noch genauso groß, aber Diagonalen sind ja länger als die Kanten. Ja, das benutze ich wirklich gerne. Man kann viel rausgucken. Ja, hier ist dann eine andere Ecke. Das ist der Mittelpunkt hier. Das hier habe ich umgeschlagen. Wer irgendwie Bock hat, kann sich das noch abspannen. Das mache ich aber selten. Da hast du noch mehr Platz unten drunter, aber irgendwann reicht es auch. Klappe ich einfach drüber. Ja, auf jeden Fall eine meiner Lieblingsvarianten. Super viel Platz, ausreichend Schutz. Kannst du kochen, schlafen. Gepäck für wer weiß wie viele Personen drunter unterbringen. Baue ich gerne so auf. Auch hier habe ich es hinten noch mal an einem Abspannpunkt ein bisschen nach hinten gezogen, damit es höher wird von innen. Ja. Ist hier. Und das zieht das hier noch mal nach oben. Dann ist es auch gut, ein Tarp zu haben, was irgendwie hier ordentlich verarbeitet ist, dass da nichts ausreißt. Aber bei dem Tarp ist das absolut in Ordnung, das so zu machen. Habe ich unzählige Male so aufgebaut und hier sind alle Abspannpunkte immer noch. Perfekt. Kleiner Tipp noch vielleicht, kleiner Tarp-Tipp. Ich habe an nicht allen, aber einigen Abspannpunkten so elastische Bänder dran. Hier beispielsweise. Und der Grund ist folgender: Das ist ein Tarp aus ultraleichtem 15 Denier silikonisiertem Nylon. Und Nylon dehnt sich, wenn es nass wird. Ja, dann wird einfach die komplette Fläche wird größer, wenn es hier regnen würde. Aber auch wenn ich eine Nacht drunter schlafe und sich hier Kondenswasser bildet, weil die Temperaturunterschiede zwischen innen und außen da sind. Und wenn sich das ausdehnt, dann sackt es ein. Ja, man sieht es manchmal auf Campingplätzen. Nach so einer regnerischen Nacht sehen die Zelte alle so ein bisschen verlottert aus. Das liegt daran, dass die Oberflächen größer werden und es dann in sich einfällt. Aber weil ich hier überall, na nicht überall, aber doch an manchen Punkten Gummibänder habe, da ist er nicht abgespannt, darum hilft es uns nicht. Aber hier zum Beispiel an den Ecken habe ich die. Aber auch bei den mittleren Abspannpunkten. Dann spannt sich das nach. Da ist einfach Spannung drauf. Und wenn jetzt dieses Zelt, dieses Tarp hier nass wird, dann spannt sich das von selbst nach. Dann muss ich nachts nicht aufstehen und gucken, dass mein Tarp anständig gepitcht ist. Das funktioniert von alleine. Ja, Tipp von mir: Bungee Cord dran machen. Ja, das ist die Aufbauvariante, die mag ich wirklich gerne. Kommen wir mal zur nächsten. So, für die nächste Aufbauvariante müssen wir ein bisschen tricksen. Denn ich möchte das Tarp jetzt so aufbauen, dass es komplett geschlossen ist. Es soll aussehen wie ein Zelt. Dafür muss ich 2 Abspannpunkte zusammenführen. Ja, da ist eine Ecke, dann gehen wir hier komplett rüber. Hier ist die andere Ecke. Und dieses Tarp, und deins hoffentlich auch, hat hier auf dem Fiddle und in der Mitte und hier auf dem Fiddle Schlaufen angebracht. Und die beiden Fiddle-Schlaufen, die klipse ich jetzt
mit einem Karabiner, den hole ich mir von hier. Die klipse ich jetzt mit dem Karabiner zusammen, so dass sie nicht mehr auseinander gehen. Ja, das sind die Schnüre, die ich dabei habe. Ich habe immer 4 kurze und 2 lange Schnüre dabei und die sind an so Karabinern. Und dann kann ich die immer an die Punkte klipsen, wo ich die gerade brauche. Genau, ich klipse jetzt die beiden Ecken mal zusammen. Und dann stelle ich das Zelt, das Tarp auf, am Viertelpunkt auf der Ridgeline. Und das mache ich auf beiden Seiten und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. Es gibt andere Aufbauvarianten, die auch ein komplett geschlossenes Shelter machen. Aber kommt, Leute. Das ist ja wohl das Beste bisher, oder? Es ist halt einfach ein Zelt. Und wenn du dir überlegst, wie billig so ein Tarp ist und wie leicht so ein Tarp ist und dass man daraus auch einfach ein großes, komplett geschlossenes Zelt machen kann, dann ist das schon Wahnsinn. Und das Schöne an dieser Aufbauvariante ist, dass sie zum einen rundherum geschlossen ist, zum anderen hat sie aber nicht wie andere Varianten dann einen Trekking-Pole genau in der Mitte. Ich benutze die Variante hier vor allem auf Campingplätzen, weil da braucht man ein bisschen Privacy, aber was man halt nicht haben will, sind vor allem Kinder und Hunde, die einem dann unter das Tarp rennen, weil sie sowas nicht kennen oder nicht merken, dass das irgendwie ein geschlossener Raum ist, wo sie eigentlich nichts drin zu suchen haben. Für mich ist das perfekte Campingplatz-Setup. Auch hier muss man natürlich darauf achten, dass du hier oben die Abspannpunkte auf dem Viertel brauchst, auf der Viertellänge. Und hier siehst du jetzt, warum das zusammengeklipst wird. Ich klipse die mit dem Karabiner zusammen. Dann spanne ich zuerst die Ecken ab. Und damit ich das nicht auseinanderziehe wieder, ist da der Karabiner da. Das ist auf jeden Fall super für Campingplätze geeignet, weil es auch den anderen Leuten da dann eher so als Zelt auffällt und dann passt man da besser rein. Ich sehe gerade irgendwie, wie cool diese Farbe eigentlich auch hier auf die Wiese passt. Es gibt das Tarp in Braun und in Grün und ich habe mir das Grüne geholt und bereue das echt nicht. Obwohl das Braune natürlich immer mehr so ein bisschen Camo und so aussieht, aber in Grün ist es einfach auch super. Lass mal reingehen. Ja, so ist hier drin. Platz satt. Gibt es gar nichts dran zu meckern. Kannst du noch ein Groundsheet reinlegen. Noch ein Moskitonetz rein, dann hast du ein zweiwandiges Zelt. So, und ein zweiwandiges ultraleichtes Zelt. Kannst du mal gucken, was das woanders kostet. Ob du da mit einem 3x3 Meter Tarp nicht besser dran bist. Aber preislich und natürlich auch, was die Flexibilität angeht. Weil wenn du halt Bock auf ein Tarp hast und nicht auf ein Zelt, dann stellst du halt anders auf. Kannst du mit dem Zelt nicht machen. Jetzt noch den Pole gerade hinstellt. Dann sieht es sogar gut aus. Und jetzt baue ich es nochmal auf. Einen kleinen Umbau. Und dafür lasse ich eine Seite so, wie sie ist. Und den zweiten Eingang auf der Seite, den ziehe ich einfach weiter nach hinten. Und so wird das ganze Gerät länger. Und dann passt man halt locker zu zweit rein. Wahrscheinlich sogar zu dritt. So, das ist die 5. Aufbauvariante. Vorne sieht es noch genauso aus wie bei dem Aufbau als Zelt. Und hier im hinteren Bereich ist die Tür einfach nach hinten gezogen und ist keine Tür mehr. In der Mitte, auf dem letzten Viertel, ist abgespannt. Trekkingstock wieder aus und nicht im Tarp. Das gefällt mir nie. Das nimmt einem nur Platz weg. Dann beziehe ich das Ganze nach oben.
Und hier unten geht es so diagonal von da nach da. Dann verjüngt sich das hier hinten. Die Ecken habe ich reingeschoben auf beiden Seiten. Da. Und da gehen wir jetzt mal rein, gucken uns das mal an. Das Ding ist riesig. Riesengroß. Und ist auch für Campingplätze ganz gut geeignet. Genau, hier unten ist noch zusammengeklipst. Ein kleiner Trick, damit man das gut spannen kann. Ja, man kann es hier vorne dann noch einfach aufmachen. Einen großen Eingang. Ja, und dann kann man hier sitzen, kochen, tun, machen, was auch immer einem beliebt. Und dann einfach reingehen, umdrehen. Ja, dann ist man hier von 3 Seiten geschützt. So ein kleines Zeltchen. Kann da rausgucken. So top. Ja, und genug Platz, auf jeden Fall genug Platz für 2 Personen. Wenn man ein bisschen an die Seite rückt. Vielleicht sogar noch für ein Kind. Also Leute, das ist, wie ich meinen Tarp aufbaue, wenn ich unterwegs bin. Immer abhängig davon, wie das Wetter ist. Immer abhängig davon, wo ich gerade bin. Ob ich mir einen Sichtschutz suche. Ob ich eher so aussehen will, als hätte ich ein Zelt dabei. So geht das. Die Farbe ist schon... Seht ihr das Tarp überhaupt? Ich habe ein Zelt in der gleichen Farbe. Das habe ich nachher nicht mehr gesehen. Nicht mehr, wenn ich 100 Meter weit weg bin. Genau, so sieht's aus. Wenn du dich jetzt vielleicht immer noch fragst, warum überhaupt ein Tarp, warum nicht einfach ein Zelt? Naja, ein Tarp ist doch einiges leichter. Ein Tarp ist viel, viel schöner aufzubauen. Du bist viel flexibler mit einem Tarp. Wenn du einen Tarp dabei hast, hast du vielleicht auch ein Moskitonetz dabei. Das heißt, wenn das Wetter gut ist, baust du nur das Moskitonetz auf und liegst dann unter freiem Himmel im Grunde. Wenn du kein Problem mit Insekten hast, ja, vielleicht einfach weil es keine gibt oder du nicht so empfindlich bist, dann ist das einfach das bessere Autoerlebnis. Die Gewichtersparnis ist, ja, du kannst nicht leichter unterwegs sein als mit einem Tarp. Du siehst, mit einem 3x3 Meter Tarp kann man eine Menge anstellen. 3x3 Meter Tarp ist schon aber auch ein sehr großes Tarp. Ich habe auch noch ein kleineres Tarp, auch von Flames Creed, in der gleichen Farbe, auch in der gleichen perfekten Verarbeitungsqualität, auch zu einem günstigen Preis. Das Video verlinke ich dir mal, dann kannst du dir das auch anschauen, wenn dich das interessiert. Ich glaube aber, dass für die meisten Leute, gerade für Tarp-Einsteiger, ein großes Tarp vielleicht das Richtige ist. Einfach weil es aufgrund der Größe die Flexibilität bietet, das eher wie ein Zelt erscheinen zu lassen. Und Zelte sind die Leute doch noch am meisten gewohnt. Genau, dieses Tarp habe ich dir verlinkt in der Videobeschreibung. Ich hoffe, du konntest aus dem Video irgendwas mitnehmen. Wenn du es irgendwie nützlich fandest, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du es unnütz fandest und trotzdem bis jetzt gesehen hast, dann lass gerne einen Daumen nach unten da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis dann. Ciao.